Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir sind immer noch am Anfang von Kapitel 4 und unsere beiden... It's my store. I'm taking it. Okay. Und unsere beiden Hardrock, Heavy Metal Kollegen da unten machen gerade ein bisschen Party. Oh je. Und ich habe keine Ahnung halt, wo ich hin muss. Ah, da liegt eine Manuskriptseite. Die werden wir uns natürlich dann direkt auch mal anhören. Barry in der Lodge. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Okay, der ist mir auch nicht so ganz geheuer. Der Fernseher ist aus, oder? Kann ich ihn anmachen? Nein. Mal hier hinten schauen. Da geht's nicht weiter. Ja, draußen schönes Gewitter. Wir haben wieder keine Waffen. Kein gar nichts. So wie das jedes Mal ist bei einem neuen Kapitel. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. The backstage is all yours, Tom. Seize your destiny. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been Come keeping out them. and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Der stand doch gerade noch dahinter, oder? Zumindest war da noch ein Maybe Gesicht. you could come out and beat our wrinkled, adult, diapered asses for us, since you're so tough, Birch. Die beiden alten Knacker haben die ganz schön aufgemischt hier. Ah. Haven't seen punks like you before. Aber erst hier nochmal durchsuchen. Ich The brauche markings in the unbedingt... tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Hören wir uns erstmal das an. Can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here. Even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Okay. Das ist alles sehr mysteriös. Auch diese Bilder, die hier überall rumstehen. Ich meine, das da ist wohl auf jeden Fall... Ja, das sind Besessene. Die kennen wir. Ein Wolf. Ich hoffe nicht, dass wir auf die stoßen werden. Na, hören wir uns erstmal das hier noch an. Mott lässt Hartman im Stich. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes.
He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartmans plan. Okay. Gut, das Kapitel heißt ja Wahrheit. Nicht wahr? Also wir sollten wahrscheinlich... Okay. Wir sollten wahrscheinlich im Laufe dieses Kapitels ja ein bisschen mehr rausfinden. Das ist doch der Kidnapper. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Die spielen Spielchen mit mir. Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds. Das hört sich doch ganz nach Barry an. Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. Na super. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Super. Okay, er hat gesagt, das Büro ist direkt hier. Oh, ein Revolver. Super. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Okay. Ja, ich glaube, da hätte ich jetzt auch gelacht. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Ich habe aber immer noch kein... Ich habe nur 6 Schuss da drin und keine Taschenlampe. Ja, und ich sollte da, glaube ich, auch nicht reintreten. Nein, ich sollte da wirklich nicht reintreten. Ja, komm. Ja, Schloss lässt sich nicht öffnen. Gut. Warum lässt sich das Schloss nicht öffnen? Will er mich verarschen? Ah! Ah! Okay, warum hat er das eben nicht gemacht? Ach, komm, Alan! Ja. Och. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Okay. Okay, ihr wollt jetzt aber nicht gleich alle auf mich zufliegen, nicht wahr? Ich habe da so eine vage Vermutung, wo ich Licht herbekomme. Och. Komm, Alan. Streng dich ein bisschen an. Hier halt mal die komplette Einrichtung da.
Geht der Fernseher jetzt? Nein. Bitte was? Ah, Leute! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Mann! Leuchtfackel. Sehr gut. Na, Hartmann? Ist das immer noch so, wie du dir das vorgestellt hast? Das ist ein Vollidiot, ernsthaft. Geht der Fernseher? Ja, der geht. Okay. Kommt da noch was anderes? Ist das wichtig, dass ich mir das angucke? Oh. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich habe aber auf jeden Fall einen Erfolg für bekommen. Hartmann sieht, wie Lake fällt. Hartmanns Auftrag. Jetzt habe ich aber mehr bekommen, wie ich... Ach ja, okay. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Ich habe echt das Gefühl, der Kerl weiß mehr, wie er uns verraten hat. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Okay. Kann ich hier noch lang? Nein. Oh, mach doch keinen Scheiß mit mir. Ich bin doch nahezu unbewaffnet. Abgesehen vom Revolver, der mir ja absolut nichts bringt ohne Licht. Ja, ist klar. Wow. Ah. Oh, 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 da vorne geht's raus. Da geht's. Junge! Ach, mach Dinger. Kontrollpunkt erreicht. Oh, jetzt, da hinten ist aber erstmal Kaffee. Den werde ich mir jetzt erstmal holen nach der Aktion. Ich glaube, den habe ich mir verdient. Ruhe jetzt. Nee, da habe ich jetzt nicht so wirklich das Bedürfnis, wieder reinzugehen. Aber guck mal, da hinten ist Licht. Ja. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Ah. Hey, cool. Oh God! Look at the house, Al. Look out! Nee. Lithium-Batterie. Ah. Batteriesen. Okay. Aber das kann nicht nur in meiner Fantasie sein. Aus dem ganz einfachen Grund, Barry sieht's ja auch. Oder? Sieht er's? Er müsste es doch sehen. Ich bin nicht verrückt. Nein. Ich bin ganz und gar nicht verrückt. Na, vielleicht ein bisschen. Oh, ich hasse Heckenlabyrinthe. Mach mal lieber die Tür wieder zu. Ja, ich halte mich jetzt auch nicht so gerne hier auf, auch wenn du es vielleicht anders siehst. Au! Ja. Mein Gott. Oh mein Gott.
Don't trust Emil. Who the fuck ist Emil? Ach, Emil Hartman. Ist der Arzt, oder? Ich hab's nicht so mit Namen. Okay. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal dieses Ding an. Wake sieht die Bühne der Old I Guards. stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay. So. Gehen wir auf jeden Fall hier mal weiter. La la la. Mach Dinger. Ich habe schon 2 aus dem Weg geräumt. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh, das ist so ein schneller. Oh. Nee, ich bin gar nicht im Kreis gelaufen. Ah, komm. Oh, nee, ist so ein dicker. Na, lad doch mal nach. Meine Güte. Ich bin eindeutig nicht genug aufmunitioniert für so einen Scheiß. Und wer baut sich solche Dinger in den Garten? Verarscht mich nicht. Noch eine Manuskriptseite. Okay. Hartman und der Stromausfall. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Mhm. Okay. Ich brauche eine größere Taschenlampe und brauche mehr Munition und Blendgranaten werden toll. Ja, an Blendgranaten hätte ich jetzt Spaß. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Das ist schon mal gut. Aus dem ganz einfachen Grund, ja, ich weiß, die Folge könnte noch ein paar Minuten länger vertragen, aber ich habe das Gefühl, gleich geht wieder was unheimlich Großes los. Deswegen werde ich diese Folge hier beenden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!